Dann gibt es eine Generation 60 plus, wo wir die Situation haben, dass viele Menschen aus dieser Generation auf die öffentlich-rechtlichen Medien vertrauen, auf die Tageszeitung vertrauen, auf die vertrauen, die auch damals schon bei dem Potsdamer Kaffeemärchen ja alles von Anfang an natürlich dankbar übernommen haben, weil sie Teil des Problems sind in diesem Land. Und da hier die Informationskultur einfach eine andere ist. Und das ist eine ganz entscheidende Aussage für mich jetzt auch für die Zukunft. Hey Leute, ich grüße euch. Heute geht es um eine spannende Analyse der letzten Wahlen. Und Ulrich Siegmund bringt es auf den Punkt. Der Osten hat nur noch eine wahre Volkspartei, die AfD. Er spricht Klartext über die Medienhetze, den Generationenkonflikt und warum die AfD vor allem bei den Jüngeren so stark punktet. Schaut rein und lasst uns gemeinsam einen Blick auf die Analyse werfen. Es wird richtig interessant. Auf geht's! Der Osten hat nur noch eine einzige Volkspartei und das ist die Alternative für Deutschland. Das ist meine ganz persönliche Quintessenz nach den 3 letzten Wahlen hier in diesem Land. Und ich habe sie ja schon mehrfach auf diesem Kanal hier als Schicksalswahlen bezeichnet. Es hat sich bewahrheitet und dazu kommen wir heute. Ich begrüße euch nämlich ganz herzlich zu meiner kurzen persönlichen Analyse dieser 3 Wahlen aus Sachsen-Anhalt hier heraus. Wir stehen und wir standen natürlich weiter festgeschlossen an der Seite der Kollegen. Das ist ganz wichtig. Wir kämpfen hier alle gemeinsam in ganz Deutschland einen politischen Kampf gegen einen übermächtigen Gegner. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass wir hier weiter geschlossen zusammenhalten. Damit möchte ich schon mal positiv anfangen. Das hat bei diesem Wahlkampf ganz hervorragend funktioniert. Ich weiß, dass Kollegen aus ganz Deutschland mit angepackt haben und das ist richtig so. Ich möchte mal noch mit einem zweiten Zitat anfangen. Ich habe ja hinter mir hier ein paar Kollegen an der Wand, nämlich politische Persönlichkeiten unserer Geschichte, die mich ganz persönlich inspirieren und das auch weiterhin tun. Und mit ihm möchte ich mal anfangen. Das ist Otto von Bismarck. Er kommt aus Schönhausen und er hat das gesagt: Ein Gedanke, der richtig ist, kann auf Dauer nicht niedergelogen werden. Und damit möchte ich eigentlich auch diese Analyse anfangen, weil genau das ist eingetreten. Wir hatten es hier seit Januar mit einer der größten medialen Hetzkampagnen zu tun, die dieses Land eigentlich seit vielen, vielen Jahren und Jahrzehnten gesehen hat. Es hat alles angefangen mit der ominösen Potsdamer Kaffeerunde, an den Haaren herbeigezogen und von Anfang an natürlich auf Lügen aufgebaut, dieses ganze Märchen. Und was passiert mit einem Konstrukt, was man auf Lügen aufbaut? Es bricht in sich zusammen, das ist passiert. Und das ist auch mit allen anderen Lügenmärchen passiert, die man hier immer und immer wieder versucht hat, gegen die AfD aufzubauen. Es ist genau das Gegenteil eingetreten. Und deswegen finde ich, dieses Zitat beschreibt diese politische Sache hier in diesem Land ganz hervorragend. Unser Gedanke, der Gedanke der Liebe zur Heimat, der Gedanke, Politik mit gesundem Menschenverstand zu machen, Politik fürs eigene Land zu machen, fürs eigene Volk zu machen, ganz, ganz wichtig, der kann einfach auf Dauer nicht niedergelogen werden. Man versucht es immer und immer wieder, aber die Lebensrealität kommt einfach draußen an bei den Menschen und deswegen ist das eigentlich der Satz, der mich in der aktuellen Wahl mit am meisten inspiriert hat, der einfach vor vielen, vielen Jahrzehnten bereits genauso richtig war wie heute. Was ist erstmal rückblickend jetzt zu sagen, pessimistisch wie optimistisch? Ich bin Realist, deswegen muss man auch das Schlechte aussprechen. Wir haben es mit einer Generationsverzerrung zu tun. Das ist schon mal eine ganz, ganz entscheidende Botschaft aus den letzten 3 Wahlen. Überall war es gleich. Es ist die Generation der Jüngeren und der Werktätigen, die hier mit einem sehr, sehr hohen, klaren Verstand AfD gewählt haben, teilweise 40-50%. Und woran liegt das? Das möchte ich erst mal zu Beginn zu analysieren, weil das eine entscheidende Frage ist, warum wir in dieser Generation so stark sind, auch bei den Erstwählern mittlerweile, bei den Kindern ja teilweise, bei den Jugendlichen, weil diese Generation das ausbaden muss, was hier politisch verbockt wird. Die Lebensrealität kommt bei dieser Generation besonders intensiv an. Sie sind es, die den öffentlichen Personennahverkehr nutzen. Sie sind es, die in eine ungewisse Zukunft gehen. Sie sind es, die ihre Kinder in Schulen beschulen müssen, wo wir wirklich erst mit katastrophalen Zuständen zu tun haben. Sie sind es, die nach dem Feiern gehen, das ausbaden müssen, die innere Sicherheit, die verfehlte Migrationspolitik. Und Sie sind es, die mit ihren Steuern durch harte Arbeit diesen ganzen Wahnsinn mitfinanzieren müssen. Dann gibt es eine Generation 60 plus, wo wir die Situation haben, dass viele Menschen aus dieser Generation auf die öffentlich-rechtlichen Medien vertrauen, auf die Tageszeitung vertrauen, auf die vertrauen, die auch damals schon bei dem Potsdamer Kaffeemärchen ja alles von Anfang an natürlich dankbar übernommen haben, weil sie Teil des Problems sind in diesem Land. Und da hier die Informationskultur einfach eine andere ist. Und das ist eine ganz entscheidende Aussage für mich jetzt auch für die Zukunft. Diese Generation müssen wir einfach mit der Wahrheit erreichen. Es gibt ja sehr viele, ich will niemals alle über einen Kamm scheren, sehr viele auch
über 60, die sich selbst einen eigenen Eindruck verschaffen, die hier in den sozialen Medien unterwegs sind, die sich selbst informieren, die auch Informationen politischer Natur ganz bewusst so konsumieren, dass sie sich ein eigenes Urteil erlauben können. Und das ist der einzig richtige Weg. Aber es gibt ganz, ganz viele, die aufgrund historischer Zusammenhänge ganz einfach das glauben, was ihnen der Fernseher erzählt und dann über kurz oder lang wieder das machen, was sie jetzt bei diesen Wahlen eben gemacht haben und wo es ja statistisch eindeutig war. Und was möchte ich damit sagen? Ich möchte damit sagen, dass der entscheidende Schlüssel, dieses Land vom Kopf auf die Füße zu stellen, eine vernünftige Kommunikationskultur ist, beziehungsweise dass es unsere Aufgabe ist, die Menschen einfach mit der Wahrheit zu erreichen. Wir möchten ja nicht irgendwie besser oder schlechter behandelt werden als andere. Wir möchten einfach nur, dass neutrale Informationen entsprechend neutral auch in die Haushalte gelangen, damit sich jeder einen eigenen Eindruck machen kann. Nicht mehr und nicht weniger. Und deswegen ist es elementar wichtig, solche Beiträge wie diesen hier, aber auch wie viele, viele andere, und es gibt ja eine ganz, ganz tolle alternative Medienlandschaft mittlerweile in diesem Land, Gott sei Dank, die genau das Ziel verfolgt, dass wir diese Botschaften weiterreichen, weiterteilen, weiter in die Haushalte bringen und auch zu der Generation bringen, die sie aktuell noch nicht erreicht. Und das ist die allerwichtigste Botschaft heute von mir und deswegen möchte ich sie gleich am Anfang heranstellen. Die Aufgabe der AfD wird es auch in den nächsten Monaten und Jahren sein, die Generation zu erreichen, die aktuell noch nicht erreicht wird und die eigentlich, wenn man mal ehrlich ist, auch viel, viel besser verdient hätte. Es wäre auch in dieser Generation viel mehr da, Thema Rente, Thema Pflege, Thema medizinische Versorgung, wenn wir unsere eigenen Ressourcen auch für unsere eigenen Leute aufbringen würden. Das ist die erste zentrale Botschaft, die ich habe. Dann habe ich vorhin angefangen mit dem Satz, es gibt nur noch eine einzige Volkspartei im Osten. Woran mache ich das fest? Wenn man alle drei Wahlergebnisse miteinander vergleicht, stellt man fest, es gibt nur eine einzige Kraft, die sich in allen drei Ländern um den Bereich 30% überhaupt durchsetzen konnte. Und das ist die Alternative für Deutschland. Was ist in den anderen Ländern passiert, wo, wir haben es gesehen, in Brandenburg war die SPD relativ stark, in Sachsen die CDU. Es gibt nur noch, und damit bin ich schon beim letzten Video, was ich auch gemacht habe, nur noch eine einzige Aussage, alle gegen die AfD. Es haben sich alle zusammengeschlossen, nur um die AfD zu verhindern. Es ging nicht mehr um politische Botschaften, es ging nicht mehr um Inhalt, es ging nicht mehr um Lösungen, es ging nicht mehr darum, warum man eigentlich mal aus Überzeugung früher vielleicht mal die eine oder andere Partei gewählt hat. Es ging nur noch darum, uns zu verhindern. Und dass das zum Scheitern verurteilt ist, das wissen wir alle. Es ist eine Frage der Zeit, bis die Letzten auch das durchschauen. Und das kann und darf so nicht weitergehen. Und deswegen eine einzige Volkspartei, die den Menschen aus dem Herzen spricht und die gewählt wurde wegen Überzeugungen, wegen Inhalten, wegen Politik. Das, was eigentlich bei der Politik entscheidend sein sollte, die Alternative für Deutschland. Wir konnten Nichtwähler mobilisieren. Wir hatten beispielsweise in Brandenburg die höchste Wahlbeteiligung seit der Wende, wenn ich da richtig informiert bin. Und das ist natürlich auch der Alternative für Deutschland zu verantworten oder zu verdanken, weil es gab wieder etwas zu wählen. Die Menschen hatten wieder einen Grund zu wählen, weil sie wieder jemanden hatten, der sich wirklich für ihre Belange einsetzt, für die Belange unseres Volkes einsetzt. Ganz, ganz wichtige Botschaft. Dann, was wird jetzt in den nächsten Wochen und Monaten passieren? Für mich gibt es einige zentrale Fragen, die jetzt aus diesen Wahlen resultieren. Erstens, was wird mit der FDP passieren? Warum ist diese Frage für mich interessant? Eigentlich ist sie uninteressant, wenn man in die drei Länder guckt. Die FDP findet dort nicht mehr statt. Mehr kann man eine Partei eigentlich fast gar nicht mehr abstrafen. In Brandenburg unter 1%, das ist weg. Sie sind weg vom Fenster, hier im Osten zumindest. Aber im Bund sind sie an der Regierung beteiligt. Wie viel Selbstreflexion wird diese Partei haben, so ein Ergebnis auch mal zur Kenntnis zu nehmen und auch mal die entscheidenden Schlüsse daraus zu ziehen? Meine persönliche Vermutung ist ganz einfach gar keine Selbstreflexion. Ich persönlich vermute, dass sie jetzt irgendwann Ende des Jahres eine Bombe zünden werden und sagen, vielleicht verlassen wir sogar diese Koalition, werden wir sehen. Aber sie werden es auf jeden Fall bis zur Septemberwahl, zur Bundestagswahl irgendwie durchziehen, ganz einfach, weil die FDP sich selbst nur am nächsten ist und die Abgeordneten in Berlin genau wissen, dass die Wahrscheinlichkeit gering ist, dass sie nochmal einziehen werden und sie deswegen alles daran setzen werden, noch jeden einzelnen Tag da mitzunehmen. So kenne ich die Damen und Herren von der FDP, aber auch von der CDU und SPD, von den Linken sowieso und auch den Grünen, eigentlich von allen anderen und deswegen sind sie ja die Altparteien, die neue Einheitspartei in diesem Land, aber bei der FDP ist es besonders deutlich, weil sie schon immer eigentlich sich dadurch ausgezeichnet haben, dass sie ihre politischen Positionen über Bord geworfen haben, um irgendwie hier an der Macht zu bleiben, an der Regierung zu bleiben. Und das werden sie wahrscheinlich in Berlin auch bis zum letzten Tag versuchen, ganz einfach, um keine vorgezogenen Neuwahlen zu bekommen. Und deswegen glaube ich, meine persönliche Vermutung, werden wir noch bis September durchhalten müssen. Was ist aber noch interessant für zukünftige Wahlen? Sowohl die CDU
als auch die BSW haben sich entblößt. Man muss es ganz ehrlich so sagen. Die CDU-Wähler bekommen jetzt eine extrem linke Politik, weil nämlich die CDU jetzt sowohl auf BSW zugeht, als auch auf die Linken ja zugeht. Und wer ist denn die BSW? Habe ich auch schon mal gesagt, alter Wein in neuen Schläuchen. Es sind alte linken Abgeordnete. Das ist nun mal so, man kann eine Partei in dieser Größenordnung nicht um eine einzige Person herumbauen. Es sind alles einzelne Menschen vor Ort und das sind, wie gesagt, die alten linken Abgeordneten, die alles mitgespielt haben, den Kurs der offenen Grenzen, Multikulti, bei Corona damals alles und auch damals bei Russland, Ukraine, als es losging, laut nach Waffenlieferungen gerufen haben. Also, wie gesagt, alter Wein in neuen Schläuchen, Teil der Altparteien und damit auch Teil des Problems. Aber auch die BSW-Wähler werden jetzt enttäuscht, weil viele haben sich ja davon blenden lassen, dass die ja vermeintlichen Protest in Anführungszeichen wählen, eine vermeintliche neue Politik, die mit neuen Blicken auf diese ganzen Dinge hier eingeht. Und was kommt bei raus? Eine Altpartei, die bereits jetzt als Mehrheitsbeschaffer bereitsteht, sich jetzt anbietet, überall in allen 3 Ostländern alles mitzuspielen, um auch irgendwie an die Macht zu kommen. Und das sollte doch eigentlich jedem die Augen öffnen. Ein trojanisches Pferd, haben wir ja schon damals gesagt, Teil des Problems. Und deswegen mein Optimismus aus dieser Wahl. Wissen wir alle, nach der Wahl ist vor der Wahl. Die nächsten Wahlen stehen vor der Tür in Ländern, im Bund, auch in Ostländern 2026. Und welchen Eindruck sollten dann die Wähler von einer BSW, aber auch von einer CDU haben? Welcher wirkliche konservative CDU-Wähler sollte es die überhaupt noch geben? Wenn man diese CDU, kann man ja alles nennen, aber nicht konservativ, sollte dann jetzt noch einen Anspruch haben, eine CDU zu wählen, wenn er weiß, dass er damit indirekt linken Abgeordnete wählt. Gleichzeitig, warum sollte man denn BSW wählen, wenn man damit weiß, dass das alles so weitergeht? Also es ist wirklich eine gegenseitige Offenbarung, wie man hier Politik macht und deswegen Kernaussage nach diesen 3 Ostwahlen: Es gibt nur noch eine Alternative in diesem Land und das ist die Alternative für Deutschland. Da möchte ich noch einen ganz kurzen Blick nochmal auf die Wähler auch richten. Was hat man jetzt bei diesen Wahlen gesehen? Wer wählt hauptsächlich AfD? Es sind die Arbeiter, wir sind die neue Arbeiterpartei in diesem Land. Und auch das begründet sich mit dem, was ich vorhin schon auch bei der Generationsfrage gesagt habe. Es sind die Menschen, die das hier alles mitfinanzieren, die erkennen, auch draußen im Straßenbild, durch Pendeleien etc., was das für Auswirkungen mit sich bringt, diese verfehlte Politik der offenen Grenzen. Und deswegen ihr Vertrauen auch in die Alternative für Deutschland setzen. Wir sind der Anwalt der Leistungsträger in diesem Land. Wir sind der Anwalt der Deutschen in diesem Land. Wir sind der Anwalt derjenigen, die hier Leistung bringen, die hier mit anpacken und die hier wirklich noch einen vernünftigen politischen Wertekompass haben und eine bessere Zukunft für sich und ihre Familie wollen. Das sind ganz, ganz entscheidende Aussagen hier nach dem, was wir jetzt hier erlebt haben. Dann vielleicht noch ein Satz zur Sperrminorität, auch ganz wichtig. Es gab es vorher noch nicht. Welche Auswirkungen wird die Sperrminorität haben? In 2 ostdeutschen Bundesländern haben wir sie jetzt, in Brandenburg und in Thüringen. Was wird passieren bei der Ernennung von Verfassungsrichtern etc.? Das wird ganz, ganz spannend, ganz interessant und für uns alle neu natürlich, welche konkreten Auswirkungen das haben wird. Und deswegen stehen wir natürlich hier auch ganz fest an der Seite der Kollegen bei diesem Weg, dass wir hier gemeinsam uns auch unterstützen auf diesem Weg und das Beste jetzt für die Kollegen und die Menschen in den ostdeutschen Bundesländern herausarbeiten, weil sie haben hier ein ganz klares Zeichen gesetzt mit ihrer Wahlentscheidung und haben sich hier nicht beeinflussen lassen. Zum Schluss möchte ich noch etwas eigentlich Selbstverständliches anbringen, aber für mich ist es nicht selbstverständlich und deswegen sage ich es. Ich möchte mich nämlich bei den Kollegen bedanken, bei den aufopferungsvollen Kollegen in allen 3 Ländern, die hier diesen Erfolg mit harter Arbeit hervorgetan haben. Ich möchte mich bei Jörg Obern bedanken, bei Björn Höcke bedanken, bei Dr. Christoph Berndt bedanken für ihre Einsätze und auch, dass sie das klar ausgesprochen haben, was ausgesprochen werden muss, nämlich der Verlust unserer kulturellen Identität durch die offenen Grenzen, die Gefahr, vor der hier unser Volk steht. All das wurde klar im Wahlkampf ausgesprochen und das ist auch ein Punkt, warum die Menschen in uns vertraut haben, weil wir keine Scheu davor haben, auch den Begriff der Remigration hier klar zu formulieren, weil es richtig in diesen Zeiten ist. Und weil wir hier klare Kante zeigen, das ist auch ein Stück weit der Grund gewesen, wie gesagt, warum die Menschen uns hier als die einzig wirkliche Alternative erkannt haben. Und das ist auch richtig so. Also danke an alle, die mit angepackt haben. Danke an alle, die das möglich gemacht haben. Und zum Schluss möchte ich hier noch mit einem anderen Kollegen schließen. Das ist nämlich Friedrich Wilhelm Ludwig von Preußen. Und der hat gesagt, Einigkeit macht stark. Und da wir stark sein müssen, müssen wir auch einig sein. Ich glaube, das sollte uns allen immer und immer wieder Ansporn sein, genau diesen politischen Kampf weiter gemeinsam und geschlossen zu führen. Weil, wie gesagt, Sie haben es alle schon mal erlebt hier in diesen Zeiten. Geschichte wiederholt sich ja leider Gottes und deswegen müssen wir noch auf harte Zeiten vorbereitet sein. Aber wir werden sie gemeinsam meistern, indem wir nämlich politisch zusammenstehen, weil
ein Gedanke, der richtig ist, kann auf Dauer nicht niedergelogen werden. Schöne Grüße aus Magdeburg. Wir sehen uns bald wieder. Teilt die Wahrheit und bildet euch weiter eine eigene Meinung. Gemeinsam holen wir uns unser Land zurück.